Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr Partitionen unter Windows anlegen könnt, verkleinern könnt, vergrößern könnt. Wir fangen an. Wir gehen zunächst einmal in die Computerverwaltung, gehen auf Datenträgerverwaltung. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, habe bei meiner 2 Terabyte Platte einfach ein bisschen verkleinert. Das zeige ich euch einmal. Ihr geht nämlich Rechtsklick drauf, geht auf Verkleinern und könnt dann verschiedene Daten angeben. Zum Beispiel möchte ich jetzt einfach verkleinern nochmal 10.000. Drücke auf Verkleinern, dann sehen wir jetzt gleich, dass hier 20.000 oder in dem Fall 20 bzw. 30 Gigabyte steht. Dann können wir ganz normal Volumes anlegen, gehen auf Weiter, 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 Weiter. Dann haben wir erstmal ein Volume angelegt. Und viele haben halt das Problem, dass wenn die so anlegen, die Partitionen, könnt ihr die natürlich nicht nachträglich verändern. Das heißt, ihr könnt zwar hier wieder verkleinern und vergrößern, aber wenn ihr zum Beispiel hier jetzt die Partition verkleinert, könnt ihr die nicht einer vorhandenen Partition zuweisen. Das ist unter Windows einfach nicht möglich, weil er kann immer nur das, was rechts daneben ist, ansteuern bzw. hinzufügen. Da gibt es eine interessante Software, die packe ich euch unten auch noch in die Beschreibung, die dies ermöglicht. Das heißt, die schauen wir uns einmal kurz an. Gehen einmal hier auf die Leiste, der haben wir schon, das Asus Partitionsmanager Programm. Das nutze ich selbst auch immer wieder. Ich habe in dem Fall jetzt die Pro-Variante. Im Normalfall gibt es eine Free-Variante halt mit eingeschränkten Funktionen. Und die Pro-Variante ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Genaue Preise packe ich unten auch nochmal in die Beschreibung, damit ihr wisst, wie viel es kostet. Auf jeden Fall. Ihr möchtet diese hier vergrößern. Wenn ihr die kleiner macht, habt ihr nicht viel von, weil dann könnt ihr die nicht vergrößern. Das heißt, wir gehen wie folgt vor. Wir gehen einmal hier drauf, gehen auf Größe ändern, möchten die Größe jetzt einfach mal ein bisschen verkleinern, sagen jetzt einfach hier, dann sieht man schon hier den nicht zugeordnete Bereich. Und wir möchten gerne dies einmal bestätigen. So. Und dann gehen wir gleich mal auf F und möchten gerne die Größe ändern. Das heißt, hier können wir jetzt den Speicher dazugeben. Dies ist im Normalfall unter Windows nicht möglich, sondern nur mit verschiedenen Partitionsprogrammen. In diesem Fall das EASUS oder EA's US Partition Master Programm. Hier unten gibt es nochmal erweitert. Hier kann man verschiedene Sachen angeben, ob man nicht alles erweitern möchte. In dem Fall irrelevant. Gehen dann auf OK und sagen jetzt, wir möchten gerne die Operation ausführen. Wir drücken auf Anwenden und das kann je nachdem, wie viel Speicherplatz ihr freigebt oder umwandelt, zwischen ein paar Minuten und mehreren Stunden dauern. Als Beispiel, ihr habt jetzt eine 2 Terabyte Platte oder noch größer Platte, dann kann es zu Problemen führen bzw. zu extremen Laufzeiten. Hier sehen wir schon, es wird ein Neustart benötigt. Dieser ist zwingend notwendig. Deswegen habe ich das auch nicht bei der C-Partition gemacht, weil da kann es immer mal wieder zu Problemen führen, dass das System nicht mehr hochfährt. Deswegen habe ich es einfach bei einer Platte ausprobiert, die ganz normal nur Daten beinhaltet. Somit nicht schlimm, wenn da im Bootprozess was fehlerhaft ist. In dem Fall zeige ich euch dann noch eine kurze Aufzeichnung übers Handy, was ihr dann genau seht, wenn der Rechner neu startet. Der Rechner startet einmal neu. Wir sehen, der Partitionsmaster startet und passt die Partition an. Die erste Operation ist fertig, also die erste Partitionsanpassung und die zweite Partitionsanpassung nun auch. Und nun startet er einmal neu. Nun ist der Rechner wieder hochgefahren und wir gucken gerade mal, ob die Partition erweitert wurde. Wir gehen einmal hier drauf, gehen auf Verwalten. Dann öffnet sich die Computerverwaltung. Wir gehen auf Datenträgerverwaltung und ihr seht, die Partition ist erweitert. Dies ist leider ein Problem unter Windows, deswegen könnt ihr leider nachträglich Partitionen nicht einfach nach links erweitern, sondern immer nach rechts. Das heißt, im Normalfall müsstet ihr dann jedes Mal Rechtsklick, Volume löschen, verkleinern, Volume wieder erstellen. Ihr müsstet jedes Mal das Volume löschen. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Und dafür ist halt zum Beispiel das EASUS Partitionsprogramm optimal. Oder wenn ihr natürlich Linux habt, könnt ihr das integrierte Linux-Programm nutzen.
je nachdem, wie ihr das halt möchtet. Aber in dem Fall ist das Optimale das EASUS Partitionsmasterprogramm. So, das wäre schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.